Der PS-Speicher und seine Depots sind bekannt dafür, dass bei uns die Fahrzeuge nicht nur stehen, sondern vor allem ganz oft bewegt werden. Wir sind heute nicht in Einbeck, sondern in Herzberg beim Start der 18. Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge. Der PS-Speicher nimmt gleich mit 2 Fahrzeugen teil, am Steuer 4 unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter. Oder wie wir sie nennen, Ehrenaktive. Und damit begrüße ich zur neuen Folge von PS-Speicher TV. In den 1950er Jahren ändern sich die Wünsche der Kunden von kleinen Lkw. Sie wollen wendige und schnelle Fahrzeuge haben mit einem geringen Eigengewicht, um die Nutzlast zu erhöhen. Mit dem L319 hat Mercedes schon seit 1955 einen Frontlenker im Angebot. Der Borgward B611 steht in den Startlöchern und auch Opel arbeitet am eigenen Modell. Kurier, Garant und Markant. Mit diesen 3 kleinen Lkw tritt Hanomag ab 1958 im Segment von 1,75 bis 3,5 Tonnen an. Nach den beiden Vorgängern A28 und L28 jetzt mit einem neu konzipierten Frontlenkerprinzip. Hierbei handelt es sich um einen Kurier L Langrahmenausführung mit 2850 mm Radstand. Unter der Haube sollte mal ein Zweitakter seinen Dienst verrichten. Aber nach 2 Jahren Test und Entwicklung entscheidet sich der Hanomag-Vorstand doch dafür, den bewährten 4-Zylinder-Motor einzusetzen. Hanomag baut bis 1967 61.472 Einheiten von dem Kurier. Dann kommen die beiden Nachfolger F45 und F66 auf den Markt. Aber dieses Fahrzeug steuert unser ehrenaktiver Mitarbeiter Rüdiger. Seit wann engagierst du dich denn im Depot LKW und Bus und was machst du dort eigentlich? Ich bin seit 2018 im Depot und meine Tätigkeit erstreckt sich auf die Pflege der Fahrzeuge. Das heißt, ich putze die Fahrzeuge, ich schaue nach dem Öl, ich lade Batterien auf und ich entferne auch die Ölbleche unter den Fahrzeugen. Das ist eine der schmutzigen Arbeiten, aber ich mache es gerne. Das sind ja viele technische Aufgaben, die du sonst erledigst. Hier ist es mal was anderes. Wie ist es so aktiv bei so einer großen Aktion dabei zu sein? Das ist ein ganz herrliches Gefühl, mit den alten Fahrzeugen unterwegs zu sein. Besonders da die Hanomag und Borgward meine Lieblingsfahrzeuge sind, da habe ich das große Glück, dass ich hier dabei sein darf. Unser zweiter LKW im Rennen ist dieser Borgward B4500. Auch wenn 1927 für Borgward alles mit Nutzfahrzeugen begann, sind heutzutage eher die Pkw-Modelle bekannt. Und das, obwohl Borgward nach dem Zweiten Weltkrieg der erste Hersteller in Westdeutschland war, der wieder mit der Lkw-Produktion begann. Dieser B4500 entstammt der 2. Modellgeneration, hat also schon den 110 PS 6-Zylinder-Reihenmotor verbaut. Am Steuer des Borgward sitzt Herbert. Vor euch liegen jetzt 1000 Kilometer Fahrt. Wie habt ihr den Borgward denn technisch überhaupt auf diese Etappen vorbereitet? Wir haben erstmal alle Öle und alle Flüssigkeiten geprüft, sind alle vollständig da gewesen. Wir haben die Luftbrücke von den Reifen geprüft. Und dann sind wir ungefähr 400 bis 500 Kilometer Probe gefahren, damit uns kein Malheur unterwegs passieren kann. Das sind ja reguläre Arbeiten, wie sie auch bei der normalen Abfahrtskontrolle von heutigen LKWs durchgeführt werden. Was ist das Besondere an solchen alten, historischen Fahrzeugen? Das ist richtig. Und dazu kommt, dass man sich vertraut macht mit den Gegebenheiten des Fahrzeuges, mit seinen Eigenarten. Denn es ist nicht vergleichbar mit Fahrzeugen der heutigen Generationen. Es ist doch sehr viel Sachverstand und Technik erforderlich, dass man sich darauf einstellen kann. Schaltungen doppelt kuppeln, beim Runterschalten mit Zwischengas arbeiten und sehr viele Sachen, die man entweder früher gelernt hat oder sich heute aneignen muss. Wir sprechen jetzt mit Organisationsleiter Joachim Fehrenkötter von der Fehrenkötter Spedition. Joachim, es ist schon die 18. Deutschlandfahrt, die ihr durchführt. Was für eine Philosophie, für ein Grundgedanke steckt hinter so einer großen Ausfahrt? Also der Grundgedanke ist natürlich das rollende Industriemuseum, also diese Industriedenkmäler, die auf Achse sind, wollen wir zu den Menschen hinbringen. Das machen wir jetzt seit fast 40 Jahren und erfreut sich immer größerer Zustimmung. Wie viele Teilnehmer habt ihr in diesem Jahr? Also wir sind 85 Teilnehmer, wobei wir komplett ausverkauft waren. Es wären gerne noch ein paar Leute mehr mitgefahren, aber so ist das eben, ne? Wenn was gut ist, kommen ein paar Leute mehr. Ich habe mir das Roadbook einmal angeschaut. Das sind ja 700 Kilometer, die euch die Etappen führen. Wo geht es genau lang? Also wir fahren hier von Herzberg am Harz Richtung Leipzig. Von da aus geht es weiter nach Cottbus. Dann drehen wir eine kleine Runde durchs Elbsandsteingebirge
nach Chemnitz und von Chemnitz geht es einmal durchs Erzgebirge nach Plauen. Hinter so einer Deutschlandfahrt steckt ja auch eine große Organisation. Wie gelingt euch das jedes Mal wieder, den Platz zu kriegen für so viele große Fahrzeuge? Also für 85 Fahrzeuge so viel Platz zu finden, ist tatsächlich ein Problem oder ein Thema. Wir haben aber ein großes Netzwerk an Leuten, die riesen Interesse und Spaß daran haben. Ob das jetzt hier zum Beispiel die PEMA ist in Herzberg, ob das Frank Fahrzeugbau in Leipzig ist. Die haben Platz, die haben Möglichkeiten und gut, wenn wir die alle nicht kennen würden, würde es nicht gehen, aber wir kennen halt eine Menge Leute. Dann wünsche ich ganz viel Spaß bei der Ausfahrt, viel Glück und gutes Gelingen schon mal für die Planung im kommenden Jahr. Dankeschön und toll, dass ihr dabei seid. Die Motoren starten so langsam. Ich wünsche unseren Ehrenaktiven und allen Teilnehmern eine ganz tolle Deutschlandfahrt, gute Erinnerungen und kommt heile wieder.